Das Umweltkontor bei Cham ist einer der größten Entsorgungsfachbetriebe für die Aufbereitung von Holzhackschnitzeln. Wir produzieren und handeln hier mehrere hunderttausend Tonnen Altholz im Jahr. Wir brauchten eine innovative neue Aufbereitungstechnik der in die Jahre gekommenen alten Anlagentechnik. Und mit Spalleck und mit Alreco haben wir hier jemanden gefunden, der uns dabei unterstützt, effizienter, effektiver und kostengünstiger zu sein. Alreco hat die gesamte Anlagenplanung übernommen. Das heißt, wir haben uns den Bestand angeguckt, haben von dem Bestand überlegt, wie wir hier die richtige Prozesskette aufbauen können, um das finale gute Endprodukt für unseren Kunden erzeugen zu können. Die besonderen Rahmenbedingungen sind dem Umstand geschuldet, dass wir im laufenden Betrieb, also am Herzen, diesen Umbau machen mussten. Wir hatten 6 Wochen Zeit, wo wir das Ganze hier umsetzen konnten. Und danach musste die Anlage wieder laufen, weil Material für das Kraftwerk direkt hier anliegend produziert werden musste. Wir haben verschiedene Planungsstände gehabt, haben mit diesen verschiedenen Planungsständen immer wieder geguckt, was ist die beste Lösung für unseren Kunden. Und ja, danach ging es halt an die Umsetzung. Wir haben jetzt vor allem für die thermische Verwertung den großen Vorteil, dass wir keine Langteile mehr im Material haben und auch weniger Feinanteil. Nachdem wir die Basis geschaffen haben, haben wir uns im Spalleck Innovations- und Technologiezentrum getroffen mit dem Kunden, mit der Firma Alreco und mit dem Material des Kunden und haben dort die Versuche gemacht, das Material analysiert und verschiedenste Setups der Maschine getestet. Und wir haben verschiedene Siebmedien, also Siebbeläge, ausprobiert. Und am Ende ist das perfekte Ergebnis rausgekommen mit einer Maschine, die seit Start der Anlage hier, Start des Umbaus, störungsfrei und das Ergebnis liefert, was sich der Kunde vorgestellt hatte. Der Kernpunkt der Anlage ist das Setup, die Maschinenparameter und die speziellen Siebbeläge, die wir für die Altholzaufbereitung entwickelt haben. Der Kunde hat die Anforderung bekommen, dass das Material nicht mehr so fein sein darf. Und in dem Zuge haben wir mit unserer Maschinentechnik durch unsere Separationsstufen, also durch die FE-Entfrachtung, durch die Siebtechnologie, haben wir hier, glaube ich, wirklich einen guten Mehrwert für den Kunden geschöpft und haben hier wirklich sehr viel Herzblut reingesteckt, um eine komplett durchdachte Lösung bieten zu können. Der Hauptprozess der Altholzaufbereitung für die Brennstofflinie sieht so aus, dass wir hier vor Ort mit dem Fortzerkleinerer zerkleinern. Wir fahren dann in die Bestandshalle rein, wo wir eine FE-Separation haben, arbeiten dann mit der Schwingsiebtechnologie von der Firma Spalleck und haben dann im Anschluss schon einen Übergang für ein Fertigkorn auf die Bestandsanlage, was über die Schwingrinne weitergefördert wird. Das Überkorn, was das Schwingsieb dann auf unser Reversierband fördert, das wird entsprechend direkt in den AK 45 VE gefördert. Das heißt also, wir machen da dann auch direkt ein Endprodukt raus und dann läuft das Ganze über die Bestandsanlage rüber. Haben hier keine weiteren Maschinen mehr in dem Zuge eingebaut. Das heißt nur die FE-Entfrachtung, nochmal eine Siebtechnologie und eine NE-Entfrachtung vom Kunden selber. Im laufenden Betrieb, neben der exakten Zielkörnung des Materials, hat der Kunde zudem eine nahezu wartungsfreie Maschine mit einem enorm geringen Reinigungsaufwand. Das erhöht natürlich die Maschinenverfügbarkeit enorm und der Kunde hat dadurch kaum Stillstände. Wir brauchen weniger Ressourcen, um das gleiche Ergebnis zu produzieren und sind einfach viel, viel effizienter. Das war das, was wir wollten. Wir wollten ein besseres Produkt dabei generieren. Auch das haben wir erreicht, sodass wir rundum zufrieden sind. Eine wesentliche Erkenntnis, die ich in der Auseinandersetzung dieses Lösungsfindungsprozesses wahrgenommen habe, ist, dass die Mitarbeiter der Firma Alreco sich sehr gut reinversetzen können in die Problemstellung des Kunden und sehr ergebnisoffen um die Ecke denken und damit manchmal mit kuriosen, schlichten, einfachen Lösungen hohe Wirkung erzielen, mit denen man nicht unbedingt rechnet. Es geht nicht darum, ihre eigenen Produkte nur zu verkaufen, sondern das Produkt, was sie wirklich vorne anstellen, ist eine Lösung für den Kunden zu entwickeln mit gegebenen Rahmenbedingungen. Und da haben sie sich wirklich am meisten differenziert von allen anderen Marktbegleitern.